Menschen, die leicht weinen, besitzen laut Psychologie eine Fähigkeit, die die meisten Menschen niemals entwickeln. Und nein, es ist keine Schwäche. Wenn du leicht weinst, sagt die Wissenschaft, dass du etwas besitzt, das die meisten Menschen nie entwickeln. Und es ist nicht das, was du denkst. Lass mich das erklären. Wenn du jemand bist, der bei Streitgesprächen, traurigen Filmen oder sogar bei Überforderung schnell weint, dann hör mir bitte zu. Leicht zu weinen ist kein Zeichen von Schwäche. Ganz im Gegenteil. Psychologen sagen, es offenbart etwas, das die meisten Menschen nie entwickeln. Heute schauen wir uns die Wissenschaft hinter emotionalen Tränen an und was sie wirklich über deinen Geist aussagen. Viele von uns haben in der Kindheit Sätze gehört wie „Hör auf zu weinen" oder „Sei stark", aber hier ist die Wahrheit. Der Mensch ist die einzige Spezies auf diesem Planeten, die emotionale Tränen vergießt. Denk darüber nach. Die Natur hat uns buchstäblich so geschaffen, dass wir Gefühle durch Tränen ausdrücken können. Wenn du also weinst, dann nicht, weil du zerbrechlich bist, sondern weil dein emotionales System genauso funktioniert wie gedacht. Lass uns das einfach erklären. Psychologen nennen 3 Faktoren, warum Menschen schneller zu Tränen neigen. Erstens, eine stärkere emotionale Verarbeitung. Menschen, die leicht weinen, verarbeiten Gefühle oft tiefer. Dein Gehirn, besonders einige Bereiche, die ich hier abbilde, reagieren sensibler auf emotionale Veränderungen. Das bedeutet, du nimmst Gefühle schneller wahr und empfindest sie intensiver. Das ist kein Makel, das ist emotionale Wahrnehmung. Zweitens, ein höheres Maß an Empathie. Studien zeigen, dass Menschen, die leicht weinen, oft sehr empathisch sind. Du beobachtest Gefühle nicht nur, du nimmst sie in dich auf. Deshalb kommen bei Filmen dir die Tränen oder wenn jemand anderes leidet. Dein Gehirn spiegelt buchstäblich die Gefühle anderer. Stell dir vor, du bist in einem Meeting und jemand erzählt von einer persönlichen Schwierigkeit. Während andere ganz höflich nicken, spürst du es wirklich. Deine Augen werden feucht. Vielleicht fragst du dich, warum bin ich so? Aber das, was wirklich passiert, ist Folgendes. Dein Gehirn baut eine Brücke zu der einen Person. Du hörst nicht nur ihre Worte, du erlebst auch ihre Realität. Und genau das ist sie. Grundlagen von Vertrauen, Verbindung und Einfluss. Drittens, ein reaktionsfreudigeres Nervensystem. Manche Menschen haben von Natur aus ein aktives parasympathisches Nervensystem. Das löst Tränen als Form der emotionalen Entlastung aus. Das ist keine Schwäche, es ist ein biologischer Reset. Tränen helfen deinem Körper, sich zu beruhigen, Stress abzubauen und wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Weinen bedeutet nicht, die Kontrolle zu verlieren. Weinen bedeutet, dass dein Körper die Kontrolle wiederherstellt. Es gibt noch etwas, was nicht viele wissen. Psychologen haben herausgefunden, dass Menschen, die leicht weinen, eine höhere Echtsein haben, stärkere emotionale Bindungen, eine bessere Stressregulation und eine größere langfristige Resilienz haben. Ja, Menschen, die weinen, kämpfen vielleicht im Moment stärker, aber weil sie Gefühle verarbeiten, statt sie zu unterdrücken, kommen sie langfristig besser damit zurecht. Du bist nicht zu sensibel. Du bist emotional fein abgestimmt. Das ist eine Stärke. So, lass uns über etwas sehr Kraftvolleres sprechen. Menschen, die leicht weinen, sind oft diejenigen, die tief fühlen, tief sorgen, tief verbinden, tief lieben. Sie bemerken die kleinen Dinge und verstehen andere intuitiv. Das sind Eigenschaften von Führungspersönlichkeiten, Helfern, Kreativen und Visionären. Es sind auch Menschen, die die Atmosphäre eines Raumes verändern, weil sie wahrnehmen, was andere übersehen. Die Gesellschaft mag Sensibilität als Schwäche abzustempeln, aber die Psychologie nennt es emotionale Reife. Und jetzt wird es wichtig für dein persönliches Wachstum. Emotionale Intelligenz, also die Fähigkeit, Gefühle zu erkennen, zu verstehen und zu steuern, ist einer der stärksten Erfolgsfaktoren überhaupt. Nicht der IQ, nicht Talent, emotionale Intelligenz. Und Menschen, die leicht weinen, ihr seid bereits auf halbem Weg. Ihr erkennt Gefühle sofort, ihr versteht sie tief. Das Einzige, was noch fehlt, ist zu lernen, diese Sensibilität in Entscheidungen, Kommunikation und Führung zu lenken. Denk darüber nach. Die besten Führungskräfte sind nicht diejenigen, die nichts fühlen. Es sind die, die tief fühlen und klug handeln. Deine Tränen halten dich nicht von Wachstum ab. Sie sind die Grundlage dafür. Und das hier ist sehr wichtig. Leicht zu weinen ist nicht nur emotional. Manchmal ist es auch körperlich. Dehydrierung, Stress, hormonelle Veränderungen, Persönlichkeitsmerkmale wie hohe Sensibilität oder auch Überstimulierung können dazu führen, dass Tränen schneller kommen. Und das macht dich nicht kaputt, das macht dich menschlich. Und wenn du jemals gedacht hast, warum kann ich nicht härter sein, dann versuch diese neue Perspektive. Vielleicht braucht die Welt dich nicht härter, vielleicht braucht die Welt genau die Version von dir, die du vollständig fühlst. Also wenn du leicht weinst, entschuldige dich nicht dafür. Deine Tränen sind kein Fehler. Sie sind ein Zeichen dafür, dass dein Herz offen ist, deine Empathie noch lebt und deine Menschlichkeit intakt ist. Und ehrlich gesagt, das ist so selten. Wenn dich diese Botschaft selbst andere sehen ließ, klick auf Gefällt mir, damit die Plattform sie mehr Menschen zeigt, die das hören müssen. Schreib in die Kommentare, wenn du leicht weinst. Ich würde gerne deine Geschichte hören. Wenn du mehr psychologische fundierte Videos willst, abonniere meinen Kanal. Tief zu fühlen ist eine Superkraft. Bye bye.
Herzlich willkommen zurück zu deinem Podcast oder auch Kanal Voices of the Growth. Dein Podcast für innerer Wachstum, innere Stärke und Psychologie. Ich heiße Gidise. Heute wird es sehr persönlich. Weil ich auf den Weg gegangen bin. Heute spreche ich über toxische Beziehungen, heute die aus Sicht von Vera Wössing uns helfen können. Du bist sehr wichtig.